Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich euch das Hacking Knife des englischen Herstellers Footprint vor. Es kommt aus Sheffield und fand seine ursprüngliche Verwendung darin, alten Kit aus Fensterrahmen zu entfernen oder auch kleinere Reparaturarbeiten an Holzfensterrahmen zu verrichten. In Deutschland sagt man auch Kitmesser dazu. Ich wollte mal wissen, wie es sich als Outdoor- oder Bushcraft-Messer schlägt. Der Videoaufbau ist folgender. Zuerst werde ich ganz allgemein auf das Messer eingehen. Danach wird die Klinge beurteilt, das heißt, es wird ein bisschen batoniert, gehackt und auf dem Messer rumgehämmert. Ich werde mich danach kurz dem Griff widmen und gegen Ende des Videos wird es noch ein Fazit geben. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Das Hacking Knife besitze ich jetzt seit November 2019, also eigentlich so lange, wie ich meinen Kanal betreibe. Es ist sogar auf meinem YouTube-Banner zu sehen, wenn man ganz genau hinguckt. Ehrlich gesagt war ich nach dem Erhalt des Messers erstmal ziemlich enttäuscht, da Footprint das Design leicht abänderte. Auf der originalen Verpackung kann man noch sehen, wie es mal aussah. Das mag so manchen Käufer nicht weiter tangieren, aber ich war wirklich erstmal bedient. Es wurde sowohl die Klingenhöhe um ca. 5 mm minimiert, als auch die Form der Ledergriffe verändert. Gut, das Messer kommt aus England und hat auch nur 18 € gekostet, also zurücksenden hätte sich nicht wirklich gelohnt. Und so landet es erstmal in der Versenkung. Dass es wieder aus dieser Versenkung hervorgeholt wurde, verdanke ich dem Kanal Wind nervt. Er hielt ein altes Werkzeugmesser in die Kamera, das hat mich sehr an das Hacking Knife erinnert, hatte auch so eine Sheepfoot-Form, war auch recht breiter Klingenrücken. Ich verlinke euch mal das Video von Wind nervt hier, dann könnt ihr euch das mal ansehen. In den Kommentaren haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht darüber. Übrigens ist Wind nervt eine ganz klare Abo-Empfehlung von mir. Er nähert sich dem Thema Outdoor und Bushcraft auf eine ganz authentische und sympathische Art. Sein Prinzip ist Learning by Doing. Ich werde mal einen Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung reinhauen. Also ich mag ihn wirklich sehr. Schaut mal bei ihm rein. Gut, weiter im Text. Der Hersteller Footprint wirbt damit, dass man den Klingenrücken auch mit Hammerschlägen malträtieren kann. Also wir haben hier einen 5,5 mm dicken Klingenrücken, der auch wirklich, naja, es sieht halt aus wie ein Werkzeugmesser. Man sieht auch schon, dass ich damit schon kräftig gearbeitet habe. Zudem soll man damit Zinn schneiden können. Zinn habe ich keins hier, aber er wirkt auch damit, dass man damit Kabel zertrennen kann, und zwar auf sehr leichte Art und Weise. Machen wir es halt einfach mal mit dem Hammer erstmal. Wie ihr am Brett schon seht, ich habe ein bisschen geübt. Das funktioniert sehr gut. Aber es geht natürlich auch ohne einen Hammer, indem man einfach drückt. Ja, alles kein Problem. Die Klinge nimmt keinen Schaden davon. Es funktioniert wirklich gut. Warum das so ist und warum die Klinge jetzt wirklich überhaupt nicht gelitten hat, das kommt jetzt im nächsten Abschnitt. Da gehe ich noch weiter auf die Klinge ein. Das Hacking Knife ist ein ziemlicher Brecher. Wir haben hier ein 20,8 cm langes Fulltang-Messer. Das Teil wiegt 207 Gramm, 5,5 mm Klingenstärke durchgehend, eine Sheepfoot-Klingenform, ein Flachschliff mit einer 5 mm hochgezogenen Schneidphase. Also das ist schon ein ganz schönes Teil. Wir haben 4,5 Zoll bzw. 11,4 cm Klingenlänge, damit kann man arbeiten. Geht zu Lasten des Griffes, das sind eigentlich 9,4 cm, aber ihr seht schon, darauf gehe ich später nochmal ein, das wird ein bisschen eng. Bevor ich euch zeige, wie ich die Klinge getestet habe, möchte ich noch kurz auf die Herstellerangaben eingehen. Das Teil ist gesenkgeschmiedet, das heißt, wir haben einen Metallrohling, der zwischen ein Untergesenk und ein Obergesenk gelegt wird. Unter großem Druck entsteht letztlich das Endprodukt. Ich verlinke euch das Prinzip mal in der Videobeschreibung. Dann haben wir einen hochwertigen Kohlenstoffstahl. Eine nähere Angabe gibt es hier leider nicht. Es wird wohl ein hochwertiger Werkzeugstahl sein. Das Hacking Knife wurde verschiedenen Härteprozessen ausgesetzt. Der Klingenrücken weist eine gewisse Flexibilität im Metall auf. Er ist also etwas weicher, das muss er auch sein, sonst hätte das Metall früher oder später Probleme mit den Hammerschlägen.
Es bekäme Risse oder würde sogar eventuell zerspringen. Die Klinge, insbesondere die Schneidphase hingegen, ist speziell gehärtet worden. Die hält also so einiges aus. Das Trennen von Kabeln war überhaupt kein Problem und jetzt zeige ich euch, wie es sich im Einsatz so schlägt. Man sieht, dünne Äste gehen wirklich sehr gut, die kann man schön damit hacken. Wie auch hier. Bei dickeren Ästen bekommt man ein bisschen Probleme, aber das lag auch an meiner schlechten Technik. Ich hätte das vielleicht machen sollen wie ein Holzhacker mit so einer Kabel. Ja, geht aber auch so. Batonen geht auch ziemlich gut. Es gibt noch ein anderes Video auf YouTube, da wird das Messer so richtig rangenommen. Also ja, ist kein Problem mit dem Teil. Ja, wie man hier sieht. Das hat einfach eine gute Spaltwirkung aufgrund der Klingengeometrie. Das Holz war mit mehreren Astlöchern bestückt, da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ja. Aber prinzipiell funktioniert es. Jetzt kommt dann eine Szene mit dem Hammer. Das macht man normalerweise mit keinem Messer. Aber wenn der Hersteller schon sagt, man kann mit dem Hammer auf den Klingenrücken hauen, dann probiert man das natürlich auch mal aus. Ich habe das in dem Fall bei dem dicken Stück nicht geschafft. Bei einem dünneren Stück hat es dann gut funktioniert. Auch Schnitzen geht. Es ist jetzt kein ausgesprochenes Schnitzmesser, aber so für kleine Lagertätigkeiten reicht es vollkommen aus. Ja. Definitiv nicht mit einem Mora zu vergleichen oder mit einem Opinel, aber es ist ja auch in dem Fall wirklich für gröbere Arbeiten gedacht. Ja, wie ich finde, hat sich die Klinge im Außeneinsatz wirklich gut geschlagen. Da gab es keine größeren Probleme. Auch die Misshandlung mit dem Hammer hat so halbwegs verkraftet. Es gibt ein paar kleine Macken da oben, aber das ist nicht weiter schlimm. Die Klinge hingegen hat keinerlei Ausbrüche, hat lediglich Kratzer, mehr ist es nicht. Ja, ich wollte noch sagen, man kann dieses Messer auch zum Reißen eines Feuerstahls benutzen. Es sind hier zwar keine 90 Grad, aber es sind wirklich scharfe Kanten. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert ganz gut. Dann kommen wir zum Griff. Der Griff des Messers ist eher suboptimal. Es wurden hier zwei jeweils 4 mm dicke Lederstücke aufgenietet. Es hieß ja, dass sich die Ledergriffe der Hand anpassen. Ich blende euch das nochmal kurz ein. Davon habe ich trotz Handschuhen überhaupt nichts gemerkt. Das ist wirklich richtig hartes Leder, gar kein Griffkomfort. Das ist, naja, muss man wirklich mögen. Jetzt könnte man ja auch sagen, dass man das Leder nass machen könnte, dass es sich besser an die Hand anpasst. Aber wir haben Carbonstahl. Das heißt, wir haben ein vorprogrammiertes Rostproblem. Wenn diese Griffschalen abnehmbar wären, dann wäre das alles kein größeres Problem, aber sie sind vernietet. Nun ja. Zudem ist der Griff mit seinen 9,4 cm wirklich sehr kurz geraten. Man muss höllisch aufpassen. Wenn man hier abrutscht, dann hat man gleich dieses Eck von der Klinge in der Hand. Also auch hier muss man wirklich sagen, naja, wäre schön, wenn der ein bisschen länger wäre. Schade. Und noch was, beim Batonieren und beim Hämmern haben sich die Nieten gelöst. Ich konnte die dann wieder drauf hämmern, also wundert euch nicht. Aber es war wirklich so, erst hat sich eine gelöst, dann die zweite und am Ende dann noch die dritte. Nun gut. Ich muss aber sagen, schmälert meinen Eindruck vom Messer wenig. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Griffe abgeflogen sind. Mehr dazu im Fazit. Mein Fazit, wir haben hier ein Messer, das mittlerweile rund 20 Euro kostet. Man muss dazu sagen, dass es ohne Messerscheide ausgeliefert wird. Es gibt durchaus Angebote von Hacking Knives mit Messerscheide. Das kostet dann aber auch ein bisschen mehr. Naja, eine Messerscheide aufzutreiben oder vielleicht eine selbst zu machen, dürfte jetzt nicht das größte Problem sein.
An der Klinge gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Die ist absolut Outdoor- und Bushcraft-tauglich. Wir haben eine sehr stabile Klinge, mit der kann man hacken, mit der kann man hebeln, mit der kann man eigentlich fast alles machen. Man kann sogar ein bisschen schnitzen. Also die taugt vollkommen. Der Griff hingegen ist ein Problem. Ich sagte ja vorhin schon, dass ich es gut finde, dass die Griffe abgeflogen sind. Und zwar, weil der Carbonstahl früher oder später unter den Ledergriffen Rost angesetzt hätte. Naja, ich habe das jetzt mal wieder so gemacht. Ich habe einfach mit einem Schweizer Messer beziehungsweise mit dem Schraubendreher eines Schweizer Messers die Dinger wieder abgehebelt. Das geht relativ leicht. Man kann die auch wieder draufhämmern. Gut, das kann es ja nicht sein auf Dauer. Ich sag's mal so, die Griffe sind sowieso relativ unbequem und auch zu klein. Also kann man nur sagen, dieses Messer schreit förmlich nach einer Veränderung. Dann habe ich noch festgestellt, dass in diese Löcher ziemlich genau 5 mm Maschinenschrauben passen. Das Messer ist somit das optimale Modifikationsobjekt. Also ganz ehrlich, ich bin von dem Messer total begeistert. Ich weiß, dass nicht jedermann da gerne nacharbeiten möchte, aber neue Griffe dran, eine Lederscheide und man hat wirklich ein Messer, das kaum jemand hat. Das muss man auch mal so sehen. Ich finde das wirklich toll, dieses Ding. Gut, dann war es das. Wie gesagt, mein Fazit ist, ich würde es mir nochmal kaufen. Ansonsten kann ich mich jetzt nur noch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Werkbank.